wieder Monika Romer von der Enkaustikakademie. Im letzten Video habe ich euch versprochen, dass ich euch heute mal eine Dahlie zeige. Es geht ja auf den Frühling zu und da müsst ihr dann fit sein mit dem Blumennahlen. Und ich sage mal, was wir brauchen. Ein Mahleisen. Wer zu Hause eine Malplatte hat, wäre toll. Die können wir auch brauchen. Dann natürlich unsere Farben, Glitzerfarben, Enkaustikfarben, Malkarten und eine Malerwalze und einmal das Söckchen dazu. Gut, okay, dann geht's los. Ich nehme jetzt mal ein größeres Papier und jetzt stelle ich hier mal die Malplatte hin. Ich möchte jetzt euch mal zeigen, dass man nicht immer nur einen Hintergrund mit dem Maleisen malen kann, sondern auch das ganz toll mit der Malplatte geht. So, für Blumen schaue ich immer, dass ich sehr helle Hintergründe habe, dass sich die Blumen auch schön abheben. Ich nehme jetzt hier die Farbe, male ich direkt drauf. Ich glaube, das passt noch ganz gut, ein bisschen blau. So, und im Baumarkt findet ihr so eine Malerwalze, einen Griff mit so einer Rolle dran. Die gibt es einzeln zu kaufen in verschiedenen Größen. Die ganz einfache, ohne irgendwelche Beschichtung oder Struktur, die sind die besten. So, die kann man ganz einfach hier draufsetzen. Einmal drücken, so, und das müsste, jawohl, muss sich gut drehen lassen. Und mit dieser Malerwalze vermale ich oder verwalze ich jetzt mal die Farben hier drauf. Da gibt es ganz duftige, zarte Hintergründe. Richtig pudrig. Das ist toll, wenn man so eine Malplatte hat, da kann man richtig toll arbeiten. Wer sowas noch nicht besitzt, da ist ein Haar drin oder ein Flusel, den machen wir raus. Schon wieder, das macht nichts, kann man rausmachen. Wer so eine Malplatte nicht besitzt, der muss sich dann mit dem Maleisen behelfen, indem er den Henkel abschraubt, abmacht und einfach als kleine Malplatte nützt. So. Jetzt habe ich eine tolle, ganz feiner, pudriger Hintergrund. Das eignet sich sehr gut für die Blumen. So, kann man die Malplatte zur Seite stellen. Und ihr seht, sie ist ganz zart. Und jetzt brauchen wir wieder unser Maleisen. Das putzen wir sauber. Gut. Ich halte es wieder hier unten, weil ich sehr dicht an der Malkarte dran bin. Kann man einfach in dieser Haltung viel besser arbeiten, als wenn ich es so halte. Genau. Letztes Mal habe ich euch ja gezeigt, wie man Hintergrund mit einer Seidenfarbe macht. Und heute, wie gesagt, mit der Malwalze. Deshalb steht die Seidenfarbe noch da als Erinnerung. Gut. So, dann nehme ich jetzt mal schöne Farbtöne. Und zwar schmelzen wir die hier, da tropft noch etwas raus. Ihr seht, Maleisen muss man immer sauber putzen. Ich schaffe das auch nicht immer. Immer wieder kommt es aus alle Ritzen. Das ist nicht so toll. So, jetzt mache ich hier die Farbtöne direkt auf die Kante drauf. Also nicht drunter, sondern hier direkt anschmelzen. Das Lila finde ich auch toll. Könnt ihr ruhig 2, 3 verschiedene Farben nehmen. Das reicht auch, die Größe. So, und jetzt gehen wir hier ran. Ja, also jetzt mache ich wie so eine Art Zickzack-Bewegung. Und schaut mal, diese Hand, die hält die Karte fest und dreht mir die Karte. So, und das Wichtige ist, dass sie immer wieder hier auf diesen Punkt zurückkommt. Das macht nichts, das sieht man nachher nicht mehr. So, jetzt haben wir die erste Runde geschafft. Jetzt gehen wir in die nächste Runde. Immer wieder frisch Farbe nachholen. Und die zweite Runde, die ist etwas kürzer.
Die Blätter müssen kürzer sein wie in der ersten Runde. So, die zweite Runde ist jetzt auch fertig. Ich gehe nahtlos in die dritte. Die sind noch kürzer. Mit der Zeit muss man das Blatt wieder herholen, weil das wandert durch das Drehen. Jetzt schauen wir mal, wie viele Runden wir schaffen. Wir sind jetzt schon in der 4. Runde. Bis wir hier irgendwann auf den Spitz kommen. So, dann ist die Blume schön gefüllt. So. Jetzt haben wir noch Platz für eine nächste. Die habe ich jetzt sehr spitz gemacht. Und die zweite, die können wir etwas runder machen. Ich gehe nicht spitz zurück, sondern mache oben einen kleinen Bogen und gehe dann im Bogen zurück. So, machen wir gleich mal hier. Vor. Mache sie auch ein bisschen größer. Seht ihr? Oben etwas aufdrehen. Und wenn es größer wird, die Pflanze oder die Blüte, dann müssen wir auch öfters mal Farbe nachholen, ganz klar. Und auch hier gilt, zweite Runde, die Blätter wieder kürzer zu malen, wieder zurückholen. Ihr seht, es wandert immer in die Richtung. Zweite Runde fertig, gehen die dritte Runde. In die 5. Runde. Und am Schluss, so, und jetzt seht ihr ganz schön diese Vielschichtigkeit. Jetzt brauchen die natürlich auch noch ein paar Stiele. Hier auch wieder auf die Seite runterziehen. Dann kriegen die einen schönen Stiel. Und auch wieder auf der Kante nach oben ziehen, nach unten schieben. Gibt es tolle Blätter. Die sind etwas schwierig, die werde ich euch auch beim nächsten Mal etwas gezielter noch beibringen. Auch ein paar feine Gräser kann man reinziehen. Da nehme ich dann wieder hier vorne diesen Bereich. So, das lasse ich jetzt mal so. Und jetzt habe ich ja meine große Malplatte noch hier. Die hole ich mir jetzt mal rüber. Da kann ich nämlich ganz angenehm hier diesen Randschnei außenrum machen. So, und schön senkrecht auf. Einmal herschieben. Fertig. Hier auch. So, jetzt schiebe ich es mal zurück und komme an den Rand von der Malplatte. So, wieder zurück. Unsere Dahlien sind fertig. Jetzt müssen wir nur ein bisschen warten und dann kann man das Ganze wieder aufpolieren. Ihr wisst ja, das gibt einen schönen Glanz. Die Farben kommen nochmal schön zur Geltung. Das ist das Tolle bei Enkaustik, man muss jetzt nicht auf Wartezeiten, auf Trocknungszeiten warten. Das geht relativ schnell. Jetzt lege ich aber unter noch ein weißes Blatt hin, da kann man schöner sehen. So, das war heute unsere Dahlie. Und glaubt mir, es gibt unzählig viele Blumen, die man mit so einem Maleisen malen kann. Zeige ich euch alles gern. Kommt einfach mal zu mir in mein Atelier, in meine Kurse. Schaut auf der Homepage. Auch jetzt im Frühjahr gibt es wieder Blumenkurse bei mir. Und beim nächsten Mal zeige ich euch, wie man die Blätter malt. Mal richtig schön ein Blatt sich erarbeitet, weil die braucht man für alles Mögliche, die floralen Sachen. Für heute sage ich wieder Tschüss, danke, dass ihr zugeschaut habt und ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaut. Bye. Tschüss.